Good morning, our friends. Guten Morgen, Freunde. Daniel and Reinhard is back. Daniel und Reinhard sind wieder da. Let's continue in John chapter 16, verse 17 in the Passion. Lasst uns mit Johannes 16, Vers 17 in der Passion weitermachen. So here is what it says. Dort heißt es: Some of the disciples asked each other, what does he mean? Einige der Jünger fragten einander, was meint er mit? Soon you won't see me, and a little while after that, and you will see me in a new way. Bald werdet ihr mich nicht mehr sehen und eine kleine Weile danach und ihr werdet mich auf neue Weise sehen. And what does he mean? Because I'm going to the Father. Und was meint er mit? Denn ich gehe zu meinem Vater. Do you know what's the interesting thing? Weißt du, was interessant ist? We have basically the same conversation in chapter 14. Im Grunde gibt es in Kapitel 14 die gleiche Konversation. Just there it was Philip. Nur dort war es Philippus. But you know, these 12 disciples, they were always together. Aber diese 12 Jünger waren immer zusammen. So here some of the disciples are asking the same question that was asked before. Einige Jünger stellen hier also die gleiche Frage, die zuvor schon gestellt wurde. Going to the Father, going away, what's he saying? Zum Vater gehen, weggehen, wovon redet er? You know, this is something I keep marveling about in the life of the disciples and Jesus. Das ist etwas, worüber ich mich im Leben der Jünger wundere und Jesus. So now, for quite a while, Jesus and disciples talked about the same subject. Seit geraumer Zeit reden Jesus und seine Jünger über dasselbe Thema. And they just don't seem to understand it. Und sie scheinen es einfach nicht zu verstehen. You know, there is a passage right after the multiplication of the bread and the fish, Es gibt eine Passage direkt nach der Vermehrung von Brot und Fischen, where Jesus said to them, beware of the leaven of the Pharisees. als Jesus zu ihnen sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. And they said, oh no, that's because we forgot to take bread. Und sie sagen, oh nein, das sagt er, weil wir vergessen haben, Brot mitzunehmen. And Jesus said two things. Und Jesus sagte zwei Dinge. Don't you understand? Versteht ihr nicht? And then he said, don't you remember? Und dann sagt er, erinnert ihr euch nicht? I just multiplied fish and bread, don't you remember? Ich habe gerade Brot und Fisch vermehrt. Erinnert ihr euch nicht? Don't you understand? Versteht ihr denn nicht? And if you look at the whole context of the whole of the story, you'll find something interesting. Wenn du dir den Kontext der ganzen Geschichte anschaust, findest du etwas sehr Interessantes, You will find that the hearts were hardened. nämlich, dass ihre Herzen verhärtet waren. You see, in here we find the exact same situation. Und hier haben wir genau die gleiche Situation. They didn't remember and they did not understand. Sie erinnerten sich nicht und sie verstanden nicht, Because obviously the hearts must have been so hardened. denn ihre Herzen müssen offensichtlich so verhärtet gewesen sein. So because the hearts have been so messed up, Weil ihre Herzen so hart waren, didn't matter how many times Jesus explained the same thing. spielte es keine Rolle, wie oft Jesus dasselbe erklärte. And you know, once I've understood how the heart works, Als ich verstand, wie das Herz funktioniert, I realized that if the heart is not right, it doesn't matter who says what, you're not going to understand it. wurde mir klar, dass, egal wer was sagt, wenn das Herz nicht stimmt, wirst du es nicht verstehen. So that's why it is so important to always guard our hearts carefully. Deshalb ist es so wichtig, unser Herz immer sorgfältig zu schützen. Because, you know, we think that, oh, he didn't express himself correct. Denn wir denken, der hat sich nicht richtig ausgedrückt. But the truth is, it doesn't matter who expresses what. Aber die Wahrheit ist, egal wer was ausdrückt, If we have hearts that are dirty filters, then you will not understand what the people are saying. wenn dein Herz ein schmutziger Filter ist, wirst du nicht verstehen, was Leute sagen. I'm right now preparing a teaching on communication for our mentoring group. Ich bereite gerade eine Lehre über Kommunikation für unser Mentoring vor. And you know, and people try to explain and teach on mentoring, Und Leute versuchen, on communication, über Kommunikation zu lehren und sie zu erklären, because communication destroys so many marriages. weil durch Kommunikation viele Ehen zerstört werden. So people are trying to figure out the communication better. Also versucht man, Kommunikation besser zu verstehen. And I think it's a good thing. Und ich glaube, das ist gut. But it's very interesting. I've never heard anybody teaching communication and talk about the heart. Aber noch nie hörte ich jemand über Kommunikation lehren, der dabei das Herz erwähnte. And yet I believe the heart is the key to communication. Doch ich glaube,
Das Herz ist der Schlüssel zur Kommunikation. And if you study through the gospel, Wenn du die Evangelien studierst, you will see that Jesus tried to communicate things so well and they couldn't get it. wirst du sehen, dass Jesus Dinge so gut kommunizierte und trotzdem haben sie es nicht verstanden, Because their hearts were not right. weil ihre Herzen nicht in Ordnung waren. You know, think about this. Überleg mal, Two people read the same part of the Bible and two people hear something completely different. 2 Menschen lesen dasselbe in der Bibel und beide verstehen etwas völlig anderes. So you have to be very careful with your heart. Du musst also sehr sorgsam mit deinem Herzen umgehen. Otherwise, you could hear the words of Jesus, but you could hear them distorted. Ansonsten hörst du vielleicht die Worte Jesu, aber du hörst sie verdreht. Or you might even get confused. Oder vielleicht verwirren sie dich sogar. Look at verse 18. Schau dir Vers 18 an. So they kept on repeating, "What's the meaning of a little while? We have no clue what he's talking about." Sie wiederholten also immer wieder, was bedeutet eine kleine Weile? Wir haben keine Ahnung, wovon er redet. You know, and this is something that's made me sad over the years. Es hat mich über die Jahre traurig gemacht, That Jesus has said some things in a way that's not even confusing. dass Jesus nicht mal schwer verständliche Sachen sagte, But if our hearts are right, we will not have a clue what he's talking about. aber wenn unser Herz nicht stimmt, haben wir keine Ahnung, wovon er spricht. Think about the subject of money. Denk an das Thema Geld. In my understanding, the words of Jesus are pretty clear regarding money. Nach meinem Verständnis sind Jesu Worte diesbezüglich sehr klar. But go ahead and discuss what Jesus said with most Christians. Aber tausch dich mal mit den meisten Christen über das aus, was Jesus sagte. And you will find out that they have no clue what he's talking about. Und du wirst herausfinden, dass sie keine Ahnung haben, was er meinte. It's our heart. Es liegt an unserem Herzen. So Jesus was not the problem. Jesus war also nicht das Problem, The hearts of the disciples was the problem. sondern das Herz der Jünger. Are you confused about the things Jesus is saying? Irritiert dich das, was Jesus sagt? Ask yourself a question. Do you understand what Jesus is trying to teach you? Stell dir selbst die Frage, ob du verstehst, was Jesus dich lehren möchte. When Jesus speaks to your heart, Wenn Jesus zu deinem Herzen spricht, does it sound clear to you? hört sich das dann klar für dich an? Or does it sound confusing? Oder klingt es verwirrend? If it doesn't sound clear, don't try to find the fault with Jesus. Wenn es nicht klar und deutlich klingt, dann beschwere dich nicht bei Jesus. Say, Lord, why am I not understanding what you're saying? Frage, Herr, warum verstehe ich nicht, was du sagst? You know, many years I was teaching from leaders and I said, Vor vielen Jahren lehrte ich bei Leitern und ich sagte, we are responsible for how we express ourselves and how we communicate. wir sind verantwortlich, wie wir uns ausdrücken und wie wir kommunizieren. We can't excuse it if we don't communicate well. Wir dürfen nicht entschuldigen, wenn wir nicht gut kommunizieren. But then I said this, Doch dann sagte ich, but you are never responsible on how the other people hear it, aber ihr seid niemals dafür verantwortlich, wie die anderen es hören. because they hear it through their hearts. Denn sie hören es durch ihr Herz. That's why as long as I have a clean conscience, I communicate it well, the rest is not my problem. Also, solange ich ein reines Gewissen habe, kommuniziere ich es gut und der Rest ist nicht mein Problem. So always guard your heart Bewahre also immer dein Herz, so you can hear him well. damit du ihn gut hören kannst. See you tomorrow. Bis morgen!